Kinderbildnisse in der Kunst. Sie zeigen uns, wie Kindheit früher ausgesehen haben könnte. Welche Rolle Kinder damals in der Gesellschaft spielen mussten. Die Kunst gibt uns Aufschluss über das Leben reicher und das Leben armer Kinder. Es war vielen Kindern eben noch nicht vergönnt, Kind zu sein oder eine Kindheit ausleben zu können. Ihre Darstellung zählt zu den ausdrucksstärksten und emotionalsten Motiven in der Kunstgeschichte. Alle im Auftrag entstandenen Kinderporträts sind schon eine Idealisierung auf jeden Fall des Zustandes Kindheit. Doch wann durften Kinder Kinder sein? Und wie veränderte ihre Geschichte auch ihre Darstellung in der Kunst? Viele Bilder zeigen die Kindheit gern als eine Zeit der Unbeschwertheit, Freiheit und des Ausprobierens. Kindheit ist das, was uns prägt. An sie erinnern wir uns ein ganzes Leben. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Kinder das Recht auf eigene Bedürfnisse, auf Schutz, auf Freiheit haben. Heute haben wir eine Vorstellung von Kindheit als einer eigenständigen Lebensphase, die geprägt ist von Schutz, von Sorge und auch der Vorstellung, dass das Kind ein Individuum ist. Vorher, also bis zum 17. Jahrhundert in etwa, gab es diese Vorstellung von Kindheit als einer sehr langen, ausgedehnten, eigenständigen Lebensphase nicht, wenngleich man durchaus davon ausgehen kann, dass es ein Kindsein gab. Aber das war sozusagen nicht so ausgeprägt vorhanden und nicht auch ausgestattet mit dieser Vorstellung des Kindes als einem Individuum, was als solches schon auf die Welt kommt und sich dann auch sozusagen frei entwickeln kann. Heute gibt es diese ganz eigene Kinderzeit. Dieser Selbstverständlichkeit ging ein langer Weg voraus. Der Blick in die Kunstgeschichte ist meines Erachtens neben der Auseinandersetzung mit Schriften ein zentrales Medium, um auch die historische Entwicklung vom Kindsein und aber auch die Herausbildung oder die Hervorbringung von Kindheit als einer so einer gesellschaftlichen Lebensphase auch zu verstehen. Und die Kunstgeschichte ist meines Erachtens auch ein Archiv, stellt ein Zeugnis darüber dar, wie sich Kindheit entwickelt hat und vor allen Dingen auch, wie sich Kindheit historisch gewandelt hat, wie Kinder auch sein sollen oder wie sie auch nicht sein sollen. Kinderdarstellungen sind ein ganz breites Thema. Und in der Kunstgeschichte beginnt das schon relativ früh. Es sind Mutter- und Kinddarstellungen mit Maria und Jesus, ganz klassische Ikonografie. Mit dieser Darstellung ist das Kind bildwürdig geworden, weil Gott Kind geworden ist. Und war eigentlich dafür dann auch die Keimzelle für alle späteren Kinderdarstellungen. Das erste Kind. Betraut mit einer universellen Mission für die gesamte Menschheit. Und ein universelles Motiv für die Kunst. Erst mit dem nachlassenden religiösen Einfluss auf das Leben der Menschen wandelt sich grundlegend auch die Wahrnehmung von Kindheit. Das 17. Jahrhundert hat vor allem im Zuge weitreichender gesellschaftlicher Veränderungen im Rahmen der Säkularisierung und aus der ausgehenden Reformation dazu beigetragen, dass sich eben auch der Blick auf das Individuum in der Gesellschaft und damit auch der Blick auf das Kind sehr stark gewandelt haben. Gerade in der Säkularisation im 17. Jahrhundert, wo dann das christliche Bildfeld, also gerade diese Madonnendarstellung, nicht mehr so im Fokus standen, wandelt sich das Bildmotiv des Kindes. Und das ist eben eine ganze Bandbreite, die wir im 17. Jahrhundert finden. In den Niederlanden setzt eine finanzstarke bürgerliche Gesellschaft ihren Nachwuchs zunehmend repräsentativ in Szene. Die Familiendarstellungen zeugen von Reichtum und Selbstbewusstsein und von einer klaren Geschlechtertrennung. Schon die Kleinkinder werden auf ihre zukünftigen Rollen vorbereitet. Das Interessante ist, dass in der Zeit noch Kinder eher als sehr kleine Erwachsene dargestellt werden.
Nicht bloß eben, weil sie letztlich die Kleidung von Erwachsenen tragen, sondern weil sie auch die ähnlichen Gesichtszüge wie Erwachsene haben. Sie wirken im Prinzip wie einfach kleinere, geschrumpfte Menschen insgesamt. Also Kindsein in dieser Zeit zeichnet sich nicht unbedingt durch eine Freiheit oder das Ausleben einer bestimmten eigenen kindlichen Lebenswelt aus, sondern ist sehr geprägt in einem standesgemäßen Aufwachsen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass ein hoher Wert dieser Porträts auch in der Beherrschtheit der Kinder lag, weil eben Selbstkontrolle einfach ein hohes bürgerliches Gut war. Viele Kinder überlebten die ersten Lebensjahre nicht. Familien waren daher umso bedachter darauf, ihren Nachwuchs für immer zu verewigen. Kinder waren schließlich der Garant für eine prosperierende Zukunft. In den Niederlanden gibt es ja keinen Adel im 17. Jahrhundert in dem Sinne. Es gibt den statthalterlichen Hof, da ist der Druck natürlich noch größer zu repräsentieren. Aber auch schon im Bürgertum, und das hier ist gehobenes Bürgertum, gibt es natürlich den Anspruch des Repräsentierens. Und in diesen Porträts kommt das unbedingt zum Tragen. Die Kinder sind das Aushängeschild sozusagen der Eltern. Das ist schon ganz anders bestückt einfach, als wir heute uns Kinderporträts vorstellen. In Paris findet sich ein besonderer Ort für niederländische Kunst aus dieser Zeit, den man nicht in jedem Reiseführer findet. Die Fondation Custodia. Eine Privatsammlung, gegründet 1947 von einem wohlhabenden Paar aus Amsterdam. Eine exquisite Zusammenstellung aus Möbeln, Geschirr, Schriftdokumenten, Zeichnungen und Gemälden. Auch mit den für das 17. Jahrhundert typischen Kinderdarstellungen. Die Kunsthistorikerin Katrin Dybala bereitet zum Thema Kinderdarstellungen eine Ausstellung vor. Kuratorin Cécile Teinturier zeigt ihr ein Porträt des niederländischen Malers Jan Mitjens. Also das Mädchen ist ungefähr zwischen 10 und 12 Jahre alt sein, also noch sehr, sehr jung. Mhm. Ja. Und sie wird auch nicht echt als ein Kind vorgestellt, sondern eigentlich als eine Junge Frau. Ja, das war ja damals auch ein Alter, oder generell, die Kindheit endete ja viel früher, nicht? Ja. Und das ist so ein Alter, da hat man vielleicht schon auch die Eltern nach dem passenden Ehemann Ausschau gehalten. Ja, also vielleicht war sie dann wenige Jahre darauf dann schon verheiratet und eben auch Mutter. Ja, und die Symbole natürlich in den Porträts, das ist auch etwas, das sehr wichtig war für die Kunst der Niederlanden in dem 17. Jahrhundert. Und ich denke, das würde ziemlich gut passen in deiner Ausstellung. Ja, das ist ein Mohn, oder? Das ist ein Mohn, ja. Ja, also Symbol der Fruchtbarkeit, was eigentlich sehr passt eben für ein junges Mädchen, das bestimmt ist, wahrscheinlich zu heiraten und, genau. und dann Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Symbole für die Zukunft eines vorherbestimmten Lebens. Es gibt keine individuellen Spielräume. Die Kirsche dient als unmissverständlicher Hinweis auf die künftige Mutterschaft für die Mädchen. Der Falke zeugt von einer kraftvollen Führungsrolle für die Jungen. Kunst durch die Augen von Kindern. Was sehen Sie, wenn Sie Kinder sehen, die vor 400 Jahren porträtiert wurden? Kuratorin Cécile Teinturier will es herausfinden. Hier also kommen wir zum Depot der Bilder. Hier ist es. Voilà. Dieses Bild ist das Porträt eines Kindes. Ich würde gerne wissen, wie ihr das findet.
Ich finde, dieses Riesige ist ein Problem, weil das Gesicht wie das eines Babys aussieht. Aber sie ist gekleidet wie eine Erwachsene. Das ist keine Erwachsene, das ist ein Kind. Ein Kind. Ich denke, dass es wie eine Karikatur aussieht. Das stimmt. Ihr habt absolut recht, es ist ein Baby. Es ist ein 6 Monate altes Baby. Aber es ist riesig. Sein Kopf wurde auf eine Art Schablone gesetzt, die für alle Kinderporträts benutzt wurde. Also erstens läuft niemand in so einem Kleid auf der Straße herum. Und überhaupt, ein 6 Monate altes Baby kann gar nicht laufen. Nein, es läuft nicht. Ganz genau. Aber vielleicht, weil das Kleid so schwer ist. Also ich glaube, dass diese Kleider schwer waren und das Baby vielleicht gehalten haben. Es ist so, dass alle Mädchenkleider getragen haben, bis zum 7. oder 8. Lebensjahr. Wurde das im Mittelalter nicht als komisch angesehen? Nein, es waren ja Kinder. Es gibt viele Porträts von kleinen Jungen mit diesen hübschen Kragen. Würdest du Kleider tragen, bis du 7 Jahre alt bist, Malo? Wenn ich es nicht anders kenne, ja. Könntet ihr euch denn vorstellen, in dieser Zeit zu leben? Ich habe viele Bücher gelesen, in denen die Kinder eigentlich keine Wahl hatten. Wenn die Eltern ihnen sagen, was sie machen sollen, machen sie es. Und sie waren ja von den Eltern abhängig. Das Kindermädchen hat sich um das Kind gekümmert. Sie kochte ihm Essen. Wenn du der Sohn des Königs bist, will dich jeder umbringen. Und deshalb wird der König dir sagen, nein, du bleibst hier, du gehst nicht weg. Deine Amme passt auf dich auf, du darfst nichts tun. Du würdest also lieber in einer armen Familie leben? Nein, denn wenn du in einer armen Familie bist, musst du all die blöden Hausarbeiten machen. Siehst du, du bist also auch nicht frei. Eure Diskussion ist wirklich sehr interessant, weil ihr genau das beschreibt, was im 17. Jahrhundert in Frankreich passiert ist, als es nämlich den allmächtigen König Ludwig XIII. Gab und danach Ludwig XIV. Was auch interessant ist, ist, dass die Niederlande schon sehr früh eine Republik waren. Man war dort zu dieser Zeit moderner als in Frankreich. Im 17. Jahrhundert waren dann die Mütter dafür da, dass die Kinder entsprechend ausgebildet und erzogen werden. Und die Ammen sind für die ganz kleinen Kinder da gewesen sozusagen. Und es gab in den Niederlanden nur natürlich für die ganz wohlhabenden Familien in den gehobenen sozialen Schichten Ammen. Insgesamt hat man schon auch propagiert, dass selber gestillt wird von den Müttern. Aber für die ganz gehobenen Schichten war das natürlich trotzdem keine Option. Und man hatte eben eine Amme. Die Ammen sind normalerweise nicht mit auf Porträts gekommen. Man hat sie, wenn überhaupt, am Rand dargestellt, in dienenden Positionen, aber nie so wie auf diesem Bild, wirklich ganz gleichberechtigt mit dem Kind und eben in dieser tatsächlich existierenden innigen Verbindung zusammen. Es ist das Kinderporträt von Katharina Hooft mit ihrer Amme. Es ist ungefähr 1620 von Franz Hals gemalt. Das heißt, Katharina Hooft ist 1,5, 2 Jahre alt, noch ganz klein und eben mit einer Hausangestellten ihrer Amme dargestellt. Das Ziel war natürlich, Katharina in ihrer ganzen wohlhabenden Ausstattung, dieser ganzen repräsentativen Auftritt zu porträtieren. Katharina hat in ihrer Hand eine kleine Goldrassel, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, weil sie so im Goldbrokat untergeht. Das ist ein Spielzeug des 17. Jahrhunderts. Und wenn man genau guckt, sieht man, dass an der Goldrassel vorne auch noch ein kleiner Stein vorhanden ist. Das ist möglicherweise ein Bergkristall. Das ist gemacht worden für die Kinder, die gezahnt haben. Über die Zukunft der porträtierten bürgerlichen Kinder weiß man meistens wenig. Im Falle von Katharina Hooft zeigt erneut die Malerei, wie sich ihr Leben weiterentwickelte. Das ist das Hochzeitsporträt von Katharina Hooft. Es sind ungefähr 15 Jahre, die zwischen den 2 Bildern liegen. Und das ist was ganz Ungewöhnliches, dass man eine Verbindung hat, dass es 2 Bilder der gleichen Person gibt, wo man quasi biografisch einen Schritt nach dem anderen verfolgen kann.
Katharina Hooft hat mit 17 Jahren blutjung geheiratet. Ihr Mann ist zu dem Zeitpunkt 19 Jahre älter. Heißt, Katharina ist eigentlich noch Jugendliche in dem Moment, in dem sie hier heiratet. Sie sind beide ganz klassisch dargestellt, jeder auf einem eigenen Bild, in Lebensgröße, unglaublich repräsentativ. Im 17. Jahrhundert gab es eine große Bandbreite unterschiedlicher Kinderdarstellungen. Auf der einen Seite eben natürlich die Porträts royaler Familien oder auch aus dem gehobenen Bürgertum stammen. Und auf der anderen Seite finden sich eben auch Kinderdarstellungen in der Genremalerei, wo wir Kinder sehen, die eben aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Das ist eben eine ganze Bandbreite, die wir im 17. Jahrhundert finden. Die Genremalerei im 17. Jahrhundert konzentriert sich auf Darstellungen des typischen Lebens anderer sozialer Schichten, vornehmlich der bäuerlichen Welt, und dient zunächst dem Amüsement der reichen Käuferklientel. Lustige Szenen, ungetrübte Kinderfreuden schaffen die Illusion einer naiven Ungezwungenheit, die im Bürgertum verpönt war. Doch mit der echten Lebensrealität auf dem Land hatten diese Porträts eher wenig zu tun. Die Darstellungsweisen der kindlichen Landbevölkerung in der Malerei steht meines Erachtens in einem deutlichen Widerspruch dann zur tatsächlich erlebten Realität von Kindern, weil sie durch harte körperliche Arbeit geprägt war und Kinder einfach früh auch im Gesamtwirtschaftszusammenhang einfach tätig werden mussten und da einfach harte körperliche Arbeit geleistet haben und eher weniger so einen idyllischen Zustand möglicherweise oder einen sehnsuchtsvollen Ort, an den man sich gerne zurückwünscht oder an den man sich gerne hinwünscht, einfach dargestellt hat. Niederländischer Realismus ist ein sehr komplizierter Begriff. Es sieht real aus, aber es ist anders als das wirkliche Leben. Es geht um eine Erfindung. Die Kunst idealisiert, der Künstler manipuliert. Kunst ist Manipulation. Und das ist es, was Künstler tun. Es geht um ein Ideal. Es gibt schon auch viele Parallelen oder gegenseitige Einflussnahmen. Wenn wir einfach mal nach Spanien schauen, da gibt es den Maler Bartolomé Esteban Murillo. Murillo, der eben mit Vorliebe Kinder zeigte, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen, sie in Landschaften platzierte, Bettlerkinder in den Gassen Sevillas, die aber auch im Prinzip eigentlich eine kleine Fiktion sind, weil es waren natürlich wohlgenährte Kinder, die er zeigte, mit rosigen Wannen. Es waren jetzt keine mit Schunden oder Verletzungen, also dort auch ein geschöntes Bild. Aber sie sollten natürlich auch eine gewisse Sozialkritik äußern. Gerade bei den Herrschaften, wo sie in den Salons und in den Wohnzimmern hingen. Aber natürlich schaut man sich eben schön gemalte Kinder, auch wenn sie aus armen Verhältnissen stammen, lieber an. Also er zeigt gerne eben auch ärmliche Kinder mit Tonkrügen, vom Wasserholen kommend, eben in Landschaften, die eben zur Erbauung oder zur Moralisierung der entsprechenden Oberschicht beitragen sollen. In London setzt Catherine du Ballard ihre Recherche für Kinderbildnisse fort. Eine wichtige Rolle für ihr Thema spielen die Porträts aus den Königshäusern. Vor allem die der britischen Monarchie sind berühmte Zeugnisse der Kunstgeschichte. Die Kuratorin möchte sich ein Bild der flämischen Malerikone Antonis van Dyck ausleihen. Aus dem Besitz der Clash Collection, einer großen Privatsammlung. Das Werk wurde gerade restauriert. Sammlungskuratorin Amparo Martinez Rosotto zeigt es ihr. Hier haben wir das Gemälde von Van Dyck, Charles II. Da ist er etwa 11. Aber er sieht schon wie ein Herrscher aus. Zu dieser Zeit wurden sie als kleine Erwachsene angesehen.
Er musste sich also auf seine künftige Rolle als König von England vorbereiten. Es ist eine sehr verklärende Darstellung. Kein Abbild dessen, was damals wirklich passierte. Zu diesem Zeitpunkt wurde Charles I. heftig kritisiert. Und dieses Bild von Charles II. Wurde 1641 gemalt. 1649 wurde sein Vater dann enthauptet. Damals musste Charles II. Aus dem Land fliehen. Und obwohl Van Dyck versucht, ein Bild der Kontinuität, der Stabilität zu vermitteln und dass der Erbe eine sichere Position garantiert, war das, was in der realen Welt geschah, ganz anders. Und was ich interessant finde und was damals üblich war für den Rang eines zukünftigen Königs, ist, dass er nicht bei seinen Eltern aufwuchs. Man schickte sein Kind in eine andere Umgebung, wo es dann auch großgezogen wurde. Van Dyck avanciert 1632 zum Hofmaler von Charles I., bekommt selbst einen Adelstitel und setzt dessen älteste Kinder immer wieder repräsentativ in Szene. Diese Idee, dass die Dynastie eben fortlebt und den Herrschaftsanspruch untermauert, das geht in der Geschichte auch weit zurück. Zum Beispiel in England, in Großbritannien, wo die Königskinder entsprechend eben schon sehr früh auch als zukünftige Monarchen ins Bild gesetzt werden, um dort auch den dynastischen Anspruch untermauern zu können. Und das geht dann eigentlich durch, bis Velázquez als Hofmaler der spanischen Habsburger, der in Las Meninas dann eben die kleine Margarita porträtiert. Das weltberühmte Gemälde entsteht 1656 in einer Zeit des politischen Niedergangs Spaniens. Die Infantin Margarita, eines der wenigen Kinder aus der Ehe von Philipp IV. Und seiner 30 Jahre jüngeren Frau Maria Anna, das überlebte. Margarita soll dem Adelsgeschlecht zu neuem Ruhm verhelfen. Sie steht im Zentrum, umgeben eben von ihren Hofdamen. Die Eltern sieht man im Spiegelbild. Weiter hinten, fast ganz zurückgenommen. Velázquez, der Maler, hat sich dort auch selbst festgehalten, auch im Ordensornat. Aber im Zentrum natürlich auch durch die Lichtregie ist ganz besonders Margarita hervorgehoben, damals 5-jährig und die Thronfolgerin dieser Dynastie, die eben aus diesem Grund auch ganz zentral dargestellt wird. Sie war dazu bestimmt, eben möglichst gut verheiratet zu werden. Und die Habsburger blieben eigentlich immer gerne unter sich. Und der Wunschkandidat war ihr Onkel und zugleich Cousin, Kaiser Leopold I. in Wien ansässig. Und aus diesem Grund hat man schon recht früh, also im Alter von 3 Jahren, schon Porträts von ihr angefertigt und sie nach Wien geschickt, um sie eben auf diese Wunschhochzeit hinzuarbeiten und sie dort schon zu präsentieren als zukünftige Braut. Mit 15 Jahren heiratet sie schließlich ihren Onkel Leopold I. in Wien. Die Kaiserin wird am österreichischen Hof nie glücklich, bringt pflichtgemäß 6 Kinder zur Welt und stirbt nach langer Krankheit mit nur 21 Jahren. Die Infantin ist bis heute eine Figur, die auch zeitgenössische Maler immer wieder fasziniert. Wie den Leipziger Künstler Hans Eichinger. In dem Sinne hat das natürlich für mich was sehr Berührendes, weil diese Melancholie, ne, auch diese Zwiespältigkeit, dass das also kein Kind ist, obwohl das ja nun eindeutig noch ein Kind ist. Ne? Aber eigentlich keine Kindheit in unserem Sinne, schon gar nicht in dem romantischen Sinne einer Kindheit, einer unbeschwerten Verspieltheit, nie hatte. Und das weht mich hier natürlich auch irgendwie an. Ne?
Ich versuche ja auch sowas. Ich versuche ja auch nun nicht durch Krankheit, sondern eher durch Adoleszenz und Lebensentwicklungsstufe das Verlassen der Kindheit darzustellen. Und bei ihm ist es natürlich eher so, wir wissen, dass das Schicksal sie sozusagen aus der Kindheit entlässt. Aber schön, wie das gemalt ist. Das ist schon sehr anrührend. Ja. Der Maler Hans Eichinger beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten in altmeisterlicher Art ausschließlich mit Jugendlichen. In der Gegenwartskunst sind Kinderbildnisse eher die Ausnahme. Doch er hat sich schon früh in seiner Karriere für diese Lebensphase interessiert. Kinder haben diesen fast paradiesisch noch unschuldigen, manchmal auch rigoros wirkende Kindlichkeit. Also diese Unverstelltheit, ja, sie haben diese Unentschiedenheit. Also am spannendsten sind ja Kinder, die gar keine mehr sind, die so kurz davor sind, Erwachsene zu werden. Ölschicht um Ölschicht wird über Wochen aufgetragen, bis die Atmosphäre auf den Bildern einen intensiven Effekt erzielt. Technisch orientiert sich Hans Eichinger an den alten Meistern. Es gibt ein prinzipielles Gefühl von Verwandtschaft zu meinen Vorbildern, die vor 300 Jahren, 500 bis 300 Jahren vor mir gelebt haben. Daraus ergibt sich natürlich ein handwerkliches Herangehen. Dieses schüchterne, demutsvolle Annähern an die Natur, ne, an das Vorbild oder an das wiedererkennbare Element, das habe ich natürlich von meinen Vorbildern übernommen. Und die Technik geht mit dem einher, die geht gar nicht anders. Zunächst entsteht das Motiv als Zeichnung. Dann werden Jugendliche ausgewählt. Der Künstler setzt die Szene in ein besonderes Licht und lässt die Teenager dann fotografieren. Im Zentrum steht immer der emotionale Ausdruck, die Intimität der Adoleszenz. Wenn ich mich an meine Kinder erinnere, ich wollte so schnell wie möglich erwachsen werden. Ich habe das nicht unbedingt genossen, Kind zu sein. Ja? Und immer hin und her gestellt und alles wurde entschieden für einen. Ne? Und wenn diese Phase erreicht ist, dann will ich eigentlich etwas. Gleichzeitig weiß ich aber, das, was ich will, passiert nicht so, dass es geplant abläuft und dass es alles nur schön ist, was da passiert. Und dass es Konsequenzen haben kann für das, was ich will, mein Handeln. Und diese Ahnung meiner Meinung nach teilt die sich mit. Den Gesichtern, den ganzen Figuren sieht man einfach auch in der Bewegung, nicht nur in der starren Sache, die ich dann ja von ihnen verlange, sieht man irgendwie an, das sind keine Kinder mehr, das sind aber auch keine Erwachsenen, die sind nicht mehr im Paradies, die sind aber auch nicht draußen auf dem Acker des Lebens, die sind so mittendrin. Das ist ja ein ganz kurzer Moment. Vielleicht können wir das Adoleszenz oder Pubertät nennen. Das ist für die Betroffenen, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt eine schöne Zeit. Aber ich muss sagen, das ist für mich künstlerisch die spannendste Zeit in den Gesichtern. Und wenn ich die versuche einzufangen, wenn es mir gelingt, brauche ich ja also ich muss dann keine großen intellektuellen Verrenkungen veranstalten oder eine Mummenschanzmalerei. Ja, das liegt mir eh nicht so richtig. Ne? Sondern dann wird es immer stiller, wird es immer konzentrierter, immer leiser. Und dann irgendwann ist man wirklich nur noch in dieser Zeit des Schwebezustandes. Ja, so ein melancholisches sowohl als auch. Und dann ist es vorbei. Und dann kommt der ganze Rest des Lebens. Die ganze Scheiße. Und dann stirbt man auch noch. Ja? Dann geht diese ganze Hassel um Sinn geht plötzlich zu Ende mit einer wirklich, ich finde, verachtenswerten, sinnlosen Sache. Ich hasse den Tod. Ich hasse den Tod. Ich könnte mit Ewigkeit umgehen. Definitiv, wüsste ich. Würde mir nie langweilig werden. Bis in alle Ewigkeit könnte ich weitermachen. Aber, naja. Wann beginnt die Idee von Kindheit als einer eigenen Lebensphase überhaupt? Das 18. Jahrhundert markiert mit der Aufklärung einen Aufbruch. Erziehungswissenschaftler Markus Kluge beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zusammenhängen von Kindheit, Geschichte und Kunst. Mit der aufklärerischen Kritik an der Ständeordnung wurde auf einmal deutlich, dass Gesellschaft anders möglich ist.
Also die Aufklärung als ein Zeitalter der Orientierung an Vernunft, an Rationalität, an Wissenschaft, die darauf gerichtet ist, einfach auch Tradition und althergebrachte Werte auch einfach kritisch zu hinterfragen und sozusagen vor dem Hintergrund auch die gesellschaftliche Ordnung auch genauso in Frage stand. Wir haben in der Aufklärung ja auch so einen Fortschrittsgedanken, also dass sich die Menschheitsgeschichte immer nach vorne entwickelt, weiterentwickelt, besser wird, zum Besseren hin. Und man kann vielleicht etwas zugespitzt sagen, das Kind wird interessant als Mittel genau dahin, zur besseren Welt, zur besseren Gesellschaft. Der englische Philosoph John Locke setzt mit seinen pädagogischen Texten bereits 1693 neue Maßstäbe. Er sieht Kinder nicht mehr als Ergebnis der Erbsünde, sondern erstmals als Individuen. Das Entscheidende dabei ist, dass er das Kind als Tabula rasa versteht, also als unbeschriebenes Blatt, was eine gewisse Formbarkeit auch des Kindes suggeriert. Gesellschaft ist anders möglich. Die Gesellschaft war zu Lockes Lebzeiten noch nicht bereit dazu. Erst 80 Jahre später sollte der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau diese Gedanken weiterentwickeln und den Blick der Gesellschaft auf Kinder nachhaltig verändern. Mit seinem utopischen Erziehungsroman Emile. Jean-Jacques Rousseau hat ähnliche Parameter des Denkens über das Kind, aber anders als bei John Locke ist das Kind jetzt kein unbeschriebenes Blatt, sondern es kommt eigentlich schon als ein vollkommenes Wesen, als ein Individuum auf die Welt. Erziehung richtet sich einfach auch darauf, diese Individualität, diese Natur des Kindes in einer gewissen Weise zu fördern, zu schützen und sie der Verdorbenheit der Menschen nicht preiszugeben. Das Buch wird im gleichen Jahr ins Deutsche übersetzt. Ein Skandaltext. In Frankreich wird es sogar verboten. Emile trifft einen Nerv. Ein ganz zentraler Gedanke des Emile steckt direkt in der ersten Seite, nämlich der Satz, alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen. Und Rousseau arbeitet sehr stark mit dem Gedanken eines fremden Kindes, dass wir als Erwachsene zwar studieren müssen, um da irgendwie Kenntnisse zu haben, um unsere Erziehungspraxis auch fundieren zu können. Aber wir werden eigentlich nie verstehen, wie ein Kind seine eigene Kindheit beispielsweise erlebt. Und diese kindliche Eigenwelt, könnte man auch sagen, ist dann im Prinzip auch ein sehr starkes Sujet auch dann der Kunstgeschichte dann in dieser Zeit, die von Rousseau maßgeblich meines Erachtens beeinflusst wird. Was tatsächlich sehr zunimmt im 18. Jahrhundert, ist die Anzahl von Kinderbildern, die wir haben. Und zwar auch, dass Kinder als einzelne Individuen oder eben die Geschwister ohne die Eltern, also eben nicht Familienporträts, sondern wirklich Kinderporträts. Und es als wert befunden wird, die Kinder in ihrer Kindlichkeit darzustellen und diese Entwicklungsstufe festzuhalten. Und wir finden einfach viel, viel mehr Kinderbildnisse und freiere Kinderbildnisse und wo spielerische Elemente drin sind. Das ist tatsächlich, was die reinen Porträts angeht, eine Entwicklung, die man durchaus sehen kann. Die Marsham-Kinder des britischen Malers Thomas Gainsborough sind ein typisches Motiv für die neue kindliche Freiheit. Also ich finde, die Kinder wirken auf jeden Fall glücklich. Also wenn man zusammen ist, dann ist man meistens ja sehr glücklich so. Man sieht auch, dass die zwei Mädchen in der Mitte, sie umarmen sich und also es wirkt sehr harmonisch. Also meiner Meinung nach sehen die jetzt nicht wirklich so glücklich aus. Also ich finde, der Junge sieht etwas gelangweilt aus. Also vor allem das Mädchen mit dem Hut. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendeine Situation ist, die denen so gar keinen Spaß macht. Ja, finde ich auch so. Ich würde so alles eher fröhlicher machen. Also die Mundwinkel eher so nach oben. Also die haben alle so sehr rote Backen. Und ich finde, der Junge sieht ein bisschen aus, als hätte er Lidschatten drauf. Also bei mir ist es so, wenn ich meinen Bruder fragen würde, ob wir sowas machen würden, dann würde er nur auf dem Bett liegen und sagen, nein, geh aus meinem Zimmer raus. Ja, mein Bruder und ich würden es anders machen. Ich glaube, ich müsste, auf dem Baum, weil mein Bruder vielleicht zu Paul wäre oder so und er würde irgendwas auf dem Handy machen oder irgendwie was anderes machen.
Das Gruppenbildnis Die Marsham-Kinder von Thomas Gainsborough aus dem Jahr 1787 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für die neue Art, Kinder darzustellen. In diesem Bild ist alles in seiner Komposition auf Natürlichkeit ausgerichtet und darauf, die Kinder sozusagen in der Natur und in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Was man auch sieht, was ganz wichtig ist jetzt für die Zeit und für die neuen Gedanken, die eben durch die aufklärerische Pädagogik eben kommen, ist, dass die Kinder nicht mehr so eingezwängt sind. Sie tragen kindgerechtere Kleider. Diesen Kindern wird es ermöglicht, in ihrer Jugend viele Erfahrungen zu sammeln, die sozusagen als natürliche Erfahrungen, ursprüngliche Erfahrungen, eigenes Erleben in der Natur, die eben zur Charakterbildung hilft. Mit so einem Bild zeigen die Eltern, dass sie bestimmte pädagogische Ideale auch haben und die verfolgen. In der Zeit der Aufklärung entwickelt sich in England mit Thomas Gainsborough und anderen englischen Malern eine eigene künstlerische Schule. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass es im 18. Jahrhundert eine völlig andere Einstellung zu Porträtierten gibt. Kinder werden als Individuen viel wichtiger, als Menschen, die tatsächlich ein eigenes Leben haben und auch so dargestellt werden. In diesem Jahrhundert ist man der Meinung, dass es eine britische Schule der Malerei geben sollte. Die Briten sind sehr daran interessiert, den Stammbaum zu malen. Familien als Gemeinschaft. Das Schöne an der Malerei des 18. Jahrhunderts ist, dass sie etwas weniger formell erscheint und mehr das Gefühl vermittelt, dass es sich um echte Menschen handelt. Zu den einflussreichsten Malern des 18. Jahrhunderts, der sogenannten English School, gehört auch der Maler Joshua Reynolds. In seinen Porträts setzt er auf die Idealisierung von Kindern. Er malt sie in verträumter Haltung, unverdorbener Reinheit, oft beim Spiel. Weiche Farbgebung, eine sanfte Lichtstimmung und die Betonung natürlicher Gesten sollen die ursprüngliche Unschuld der Kinder einfangen. Seine Werke reflektieren das neue Verständnis von Kindheit als schützenswertem Zustand jenseits der Erwachsenenwelt. Sein Zeitgenosse Thomas Gainsborough dagegen setzt eher auf Realismus und auf die eigene Familie. Für das Gemälde seiner beiden Töchter hat sich Gainsborough das erste Mal an lebensgroßen Figuren versucht. Und vielleicht hat er sogar gedacht, ich probiere das mal an meiner eigenen Familie aus. Hier sind Mama und Papa, da sind die Kinder und wir sind wichtig. Daher rührt diese Intimität. Er probiert es direkt an seinen eigenen Kindern aus, weil er ihre Gesichter natürlich sehr gut kennt. Was wir über die Familie wissen, ist, dass die Kinder nicht ohne Probleme waren und dass die Älteste, Margaret, später im Leben eindeutig unter psychischen Problemen gelitten haben muss. Sie zog nach einer erfüllten Ehe mit ihrer älteren Schwester zusammen. Interessanterweise wurde die Jüngere als kauzig und die Ältere als verrückt beschrieben. Es gab also eindeutig Probleme mit der geistigen Gesundheit. Diese beiden müssen sehr wertvoll für ihn gewesen sein. In der Kunst des 19. Jahrhunderts schließlich zeigen sich die Kinderdarstellungen in allen Facetten. Von der Wende vom 18. aufs 19. Jahrhundert kommen natürlich wieder noch mal andere Facetten oder Blickpunkte ins Spiel, die auch die Kinderbilder angehen. Die Industrialisierung spielt eine ganz große Rolle, der Pauperismus, die Verarmung auf dem Land. Und solche Kinder, die sich dort eben wiederfinden, sind, ja, würde man sagen, fast verloren. Sie gehen nicht in die Schule, weil sie zum Lebensunterhalt der Familien beitragen müssen. Und das findet natürlich in der Kunst Eingang.
Im Belvedere in Wien findet sich ein großer Fundus an Kunst aus dem 19. Jahrhundert. Kinder auf Spurensuche. Wie sah das Leben damals aus? Die Kunst eines der bekanntesten Maler Österreichs ist ein Spiegel des gesellschaftlichen Wandels. Der Künstler war Ferdinand Georg Waldmüller. Das steht da, oder? Ja. Oder weißt du das jetzt so aus dem Gedächtnis? Nein. Mich erinnern die Mädchen mit den weißen Kleidern an unsere Erstkommunion. Ich glaube, die sind so eher so Adlige, die in der Mitte. Die anderen 6 Leute sind halt so eher so Dorfkinder. Ja, und ja, weil sie sind auch barfuß und die anderen sind mit Schuhen und... Ja, so eher Untertanen. Ja, und die haben nicht so viel Geld und die anderen halt schon. Und ich würde es nicht angenehm finden, am Boden mit den nackten Knien zu sitzen. Aber ich lege mich ja auch manchmal im Sommer in die Wiese oder so. Ja, in die Wiese, aber auf dem harten Boden. Das ist ja Erde. Ich finde auch irgendwie, das schaut richtig realistisch aus, das Bild, mit den Farben und so. In seiner Fronleichnamsprozession aus dem Jahr 1857 zeigt uns Waldmüller die freudige Vorbereitung zu einem hohen katholischen Festtag. Es ist eine vermeintliche Idylle. Man sieht die damaligen sozialen Verhältnisse in diesem Moment sehr gut. Es ist eine bäuerliche Familie. Es scheint aber so zu sein, dass die finanziellen Mittel der Familie nicht mehr ausgereicht haben, um die gesamte Kinderschar mit Festkleidung zu bestücken und ein Teil der Kinder nicht teilnehmen kann. Auch wenn allgemein mit Waldmüllers Genredarstellungen, Kinderdarstellungen eine Biedermeierlichkeit, eine Idylle verbunden wird, darf man nie vergessen, dass auch Waldmüllers Werke sehr starke soziologische Studien darstellen. Waldmüller illustrierte dabei natürlich auf perfekte Art und Weise diese Unsicherheit im 19. Jahrhundert durch die fortschreitende Industrialisierung, diese fast aus den Angeln gehobene, natürliche, gewohnte Ordnung. Gleichzeitig aber kam es zur damaligen Zeit auch zu einem Erstarken des Bürgertums. Die Auftraggeber Georg Waldmüllers sind die reichen Bürger Wiens. Um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, porträtiert er diese Familien. Doch das andere Leben, die prekäre Realität außerhalb der Stadt, ist das, was den Maler wirklich fesselt. Nicht die perfekte bürgerliche Welt. Die Lebensverhältnisse der bäuerlichen Kinder zur damaligen Zeit waren natürlich, sie hatten völlig andere Voraussetzungen als die bürgerlichen Kinder in der Stadt, die oftmals im Spiel, bei der Lektüre oder auch im Zuge ihrer Bildung dargestellt werden. Des kindlich Eigenen ist meines Erachtens das, was die Kunstgeschichte dann fundamental prägt. So, man sieht das zum Beispiel auch darin, dass beispielsweise das Spielzeug einfach etwas ist, was häufiger dargestellt wird, was häufiger in Kinderporträts sichtbar wird als Verweis darauf, dass es eine eigene Form des Daseins, des Spiels, des Selbstversunkenen. Auch in Frankreich reagieren die Künstler. Impressionist Auguste Renoir widmet sich den sanften Innenwelten einer unbeschwerten Kindheit. Edgar Degas zeigt als Realist auch familiäre Konflikte, wie in dem Porträt seiner Tante und seiner Nichten. Es ist der Moment kurz nach dem Tod des Großvaters der Kinder. Die Familie bewahrt Haltung. Es gibt keine spürbare Nähe. Man kann schon sagen, dass sich dieses Ideal der bürgerlichen Familie und das Aufwachsen in bürgerlichen Familien eben als Kindheit, als eine ausgedehnte Lebensphase des Schutzes vor Arbeit, vor Reproduktion, gleichzeitig als Möglichkeit von Erziehung und Bildung, dass sich das sozusagen sukzessive durchsetzt, aber letztlich auch nicht die einzige Realität ist, die Kinder haben. Die Kunst der Romantik versucht dagegen, in der gleichen Zeit eine ganz andere Welt, eine verklärte Welt zu zeigen.
Die Hamburger Kunsthalle würdigt einen Künstler, den sich Kuratorin Katrin Dybala aus der Nähe ansehen möchte. Philipp Otto Runge, einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Romantik und ein Familienmensch. Viele Kinderbilder hat er nicht gemalt, aber diese sind dafür berühmt geworden. Philipp Otto Runge hat seinen erstgeborenen Sohn Otto Sigismund im Alter von wenigen Monaten dargestellt, 1805, wie er im Kinderstuhl sitzt und die Welt erkundet. Einige Jahre später hat er ihn dann nochmal im Bild festgehalten, allerdings in einem Doppelbild. Dort ist er dann zu sehen mit seiner kleinen Schwester Maria Dorothea, in ganz inniger Weise dargestellt. Der Größere achtet sorgsam auf die kleine Schwester, hat sie behutsam an der Schulter gefasst und stützt sie. Die Kinderbildnisse sprechen uns an, denn er hat sie sehr, sehr persönlich aufgefasst, in Nahansicht. Er zoomt quasi auf die Gesichter und er stellt sie sehr kindlich dar. Also man kann wirklich den Kinderspeck fühlen, die runden Köpfe. Von den Bildzeugnissen, wir haben aber auch Briefe, lässt sich eben ablesen, dass das Familienverhältnis ein sehr, sehr enges war. Nicht nur zu seinen eigenen Kindern, auch Runge selber muss eben sehr liebevoll aufgezogen worden sein. Und sonst ließ es sich das auch nicht erklären, dass er seine Eltern so oft im Einzelbild, aber auch eben zusammen mit seinen Kindern generationsübergreifend dargestellt hat. In der damaligen Zeit spielten natürlich die Großeltern auch eine wichtige Rolle. Man ist ja in Mehrgenerationenhäusern aufgewachsen und zusammen. Und die Großeltern haben sicherlich auch in der Erziehung unterstützt oder mitgeholfen. Also es war eben eine Großfamilie. Philipp Otto Runge hat Kinderbildnisse eben für den engeren Freundes- und Bekanntenkreis geschaffen. In Kontakt gekommen ist er am Anfang seiner Hamburger Zeit vor allem durch seinen Bruder Daniel, der ihn in die Hamburger Gesellschaft eingeführt hat und eben entsprechend Bekanntschaften geknüpft hat, wie die Hülsenbecks, für die er eben auch Kinderbildnisse geschaffen hat als reine Freundschaftsgabe. Die Hülsenbeckschen Kinder sind ein ganz bemerkenswertes Bild. 3 Kinder werden erhoben, idealisiert. Sie wirken fast monumental. Das Bild wird auch so gedeutet, dass die 3 kleinen Kinder außerhalb des Gartens sich bewegen, in der freien Natur, die Runge womöglich auch tatsächlich als paradiesische Zustände begreift, in denen die Kinder noch ganz unbedarft spielen können. Man sieht aber im Hintergrund auch dann das elterliche Anwesen, auf die die Kinder zusteuern. Also sie werden wohl in Bälde das kindliche Paradies verlassen. Kindheit wird immer mehr auch zu einer besonderen Lebensphase, die sich eben konstitutiv vom Erwachsenensein oder von der Erwachsenheit, wie wir jetzt in manchen Hinsichten sagen, auch unterscheidet. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kommen natürlich wieder noch mal andere Gattungen oder ein anderes Medium dann zum Einsatz. Die Fotografie nimmt da einen großen Stellenwert ein. Die Arbeiten der Fotografin Julia Margaret Cameron gehören zu den ersten Kinderporträts aus den Anfängen der Fotografie. Die Britin beginnt erst im Alter von 48 zu fotografieren, nach langen Jahren eines großbürgerlichen Lebens als Hausfrau in der britischen Kolonie Indien und in England. Von ihrer ältesten Tochter bekommt sie 1863 eine Kamera geschenkt und widmet sich mit großer Hingabe der neuen Erfindung Fotografie. Präzise plant sie für ihre langwierigen Sitzungen jedes einzelne Bild und erreicht eine große Intimität und Nähe zu den Porträtierten. Mit der Fotografie ist noch ein ganz neuer Bereich aufgemacht worden. Fotografen und Fotografinnen wie Diane Arbus oder auch Friedrich Seidenstücker haben Kinder aus Momentaufnahmen geschaffen. Gerade Seidenstücker, Kinder in Berlin, die auf der Straße spielen.
entweder beim Drachensteigen oder Tauben hinterherjagen. Das sind diese punktuellen Momente auch des kindlichen Spiels, die eingefangen werden, die so durch die Malerei nicht möglich waren. Heute dient die Fotografie ganz selbstverständlich als Vorlage und Inspiration für die Malerei. So auch für den Künstler Hans Eichinger. Das ist natürlich der Einbruch der Moderne, dieses Foto, das ist klar. Dieses Foto ist für mich deswegen so wichtig, weil ich mir dann genau diese Zeit mit diesem Gesicht lassen kann und nicht unter dem Druck stehe, jetzt wird das Modell müde, jetzt kann ich nicht mehr. Die ganze Fotografie mit ihrem inszenierten Licht, das will ich ja gerade. Ich will ja gerade diesen Bühnencharakter. Alle sehen, schon, ich schaue hier einem Schauspieler zu, der so tut, als ob er der und der wäre. Die Bilder sollen nicht die Unmittelbarkeit der Realität erreichen, sondern ich will ja, dass jeder sieht, dass es Kunst ist. Das ist ja nur so ein Tun, als ob. Also die Realität findet sowieso statt und die geht meistens scheiße aus. Oder eigentlich ja immer. Das wissen wir auch alle. Aber in der Kunst hat man die Chance, das ist wie ein Spiel, so zu tun, als gäbe es die nicht. Heute werden Eltern wohl kaum einen Maler oder Malerin beauftragen, um das Kind zu porträtieren. Es greifen viel lieber, denke ich, selber zum Fotoapparat und halten das Kind im Bild fest. Insgesamt die sozialen Medien und auch die leichtere Verfügbarkeit von Fotografien und auch von Selbstfotografien macht es natürlich auf eine ganz andere Weise möglich, dass auch Kinder sich selbst zum Gegenstand von Kunst, von Darstellung machen und sozusagen selber sich in ein ästhetisches Empfinden reinsetzen, selber sich als Person präsentieren. Und ich glaube, das ist so eine ganz jüngere Entwicklung, die nochmal total interessant ist und wo wir auch sehen, dass das Familien insbesondere auch nochmal ganz stark verändert. So. Nein, komm, Bob. Kannst abkommen.